Dieser Film wird eine ganz persönliche Reise für mich. Ich kehre nämlich dahin zurück, wo ich aufgewachsen bin, weit weg von der Großstadt, hier an die Nordsee. Immer so ein besonderer Moment, wenn man den Deich hochläuft. Als Kinder war immer die Challenge, wer als Erster oben ist. Und auch Jan ist hier groß geworden, auf der kleinen Nordseeinsel Pellworm, da drüben. Freundinnen finden und so ist es hier auf der Insel leicht. Gibt's hier genug Auswahl? Sehr sensibles Thema. Man kann sich das hier einfach nicht leisten, sich asozial zu verhalten. Aber anders als ich möchte Jan unbedingt auf dieser Insel in der Nordsee alt werden, am sprichwörtlichen Arsch der Welt. Man muss halt auch berücksichtigen, dass halt die Fähre 17:35 Uhr das letzte Mal von der Insel fährt. Ich habe manchmal das Gefühl, die Insel stirbt so ein bisschen aus, Schritt für Schritt. Damit ihr so ein paar Infos zur Insel Pellworm habt, da leben ungefähr 1100 Leute. Es gibt da deutlich mehr Schafe und Kühe als Menschen. Und die Insel liegt tatsächlich direkt in der Nordsee. Ich kann euch das mal zeigen. Hier, südlich von Sylt. Jan ist da aufgewachsen, hat sein ganzes Leben da verbracht. Ich selber bin nicht aus Pellworm, ich bin in Cuxhaven groß geworden. Das ist so ein bisschen südlich von Pellworm, auch direkt an der Nordsee. Jan wohnt nicht mehr auf der Insel, sondern studiert Agrarwirtschaft in Rendsburg, einer kleinen Stadt auf dem Festland. Nach dem Studium möchte er wieder zurück auf die Insel. Im Moment ist er aber nur an den Wochenenden dort und wohnt dann auf dem Hof seiner Eltern. Ich habe mich mit ihm für die Überfahrt auf der Fähre verabredet. Moin, moin. Na, schön dich zu sehen. Hab dich gefunden. Hi, Tim. Freut mich. Ja, Mensch, das ist eine ganz schöne Anreise, um zu dir nach Hause zu kommen. So eine Schifffahrt ist ja auch nicht ganz üblich. Ein bisschen mehr als 35 Minuten dauert die Überfahrt. Vorbei an Seehunden und Möwen. Das Wetter ist auf jeden Fall richtig typisch. Wie ist denn so das Gefühl, wenn man immer auf dem Heimweg mit der Fähre rüberfährt für dich? So ein Gefühl von, es geht nach Hause oder wie fühlst du dich? Ja doch, also ich komme dann irgendwie ja schon nach Hause und kann irgendwie das mit dem Festland abschließen. Also ich gehe jetzt von der Fachhochschule dann kurz mal ins Wochenende nach Hause und dann wartet der Hof sozusagen auf mich, meine Freunde und man kann in andere Dinge angehen und das finde ich schon immer cool. Ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme. Wie war denn das eigentlich in der Schulzeit? Konntest du komplett dein Abi auch auf Pellworm machen? Nee, also es geht bis zur 10. Klasse, also Realschule habe ich da auf der Insel gemacht, Ja. Kindergarten, alles ganz normal und Abi habe ich dann in der nächstgrößten Stadt Husum Ja, gemacht. Also das ist so ein bisschen in die Richtung runter. Ja, ne? genau. Es war quasi für mich das erste Mal, dass man dann aus dem Elternhaus raus ist und dann kommt man am Wochenende nach Hause. Ah, du bist wirklich die komplette Schulwoche da gewesen, oder wie? Ja, genau. War guter Wind hier. Ja, das war echt ganz schön. Bei mir war die Klasse noch so, dass wir eine reine einzelne Klasse hatten und okay. bis zur 10. Klasse. Zum Schluss waren wir, glaube ich, 14 Abgänger. Wir sind miteinander aufgewachsen, also so irgendwie ticken wir auch alle ein bisschen ähnlich. Das Ja, spannend. ist mein Gefühl. Ja, das werde ich morgen Abend ja noch sehen, wenn wir deine Truppe da mal Ja. kennenlernen. Ich bin echt ganz gespannt auf die Inseljugend sozusagen. Echt cool. Anders als viele Passagiere hier auf der Fähre kommt Jan nicht zum Chillen auf die Insel. Auf ihn wartet Arbeit. Sein Plan ist, den Hof seiner Eltern irgendwann zu übernehmen und schon jetzt erledigt er dort viele Aufgaben. Pellworm hat einen kleinen Hafen, einen Supermarkt, ein paar Cafés und Restaurants. Man braucht ein Auto für fast alles, besonders wenn es stürmt. Dann fährt auch die Fähre zum Festland nicht mehr. Handyempfang ist hier eher Glückssache. Der Hof von Jans Familie liegt auch noch ein wenig abgelegen vom Rest. Meine Oma wohnt ja auch jetzt noch. Das sind so richtig in einem Abnehmen. Ja, Ja, cool. genau. Und ja, meine Eltern. Meine beiden Geschwister sind nicht mehr im Haushalt mit drin. Sind jetzt schon erwachsen und haben eigene Wohnungen und Häuser. Doch, ja, ich mag hier auch gerne leben. Ja, das glaube ich. Willst du mir mal so ein bisschen den Stall zeigen oder so? Vielleicht ganz interessant. Ja, genau, kann ich machen. Jan kümmert sich auf der Insel unter anderem um 100 Schafe. Alles neben der Uni. Macht das denn viel Arbeit, so eine kleine Schafsherde? Zu gewissen Jahreszeiten ist es sehr intensiv. Gerade die Lammzeit, also Ende Winter. Im März, da ist schon viel. Mit nachts aufstehen und dann kontrollieren, wie die Lammungen verlaufen. Und das muss man schon im Blick haben dann. Sollen wir nach drin? Ja, gerne. Ja, genau. Gerne. Jans Familie lebt hier vor allem von der Landwirtschaft. Und auch Jans Großeltern und Eltern sind schon auf Pellworm groß geworden. Der sieht ja toll aus, echt hübsch hier. Ganz, ganz schön. Ich löfte Kronbrennt an, oder? Rückt der Brenni? Ja. Okay.
Hi, ist durch. Ja, zu Hause reden wir auch immer Plattdeutsch untereinander. Das ist So, ich habe sie mich gerade gefragt, warum verstehe ich nichts? Bin ich taub? Ich war gerade, sprechen Sie wirklich zu dritt Plattdeutsch miteinander? Ja, nur. Aber sprichst du denn auch gern Platt? Also ist das so ein Lebensgefühlsding irgendwie? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke ja auch auf Plattdeutsch. Das war auch in der Zeit, als ich mal in Kanada war. Da hat man erstmal sich im Plattdeutschen innerlich zurückversetzt und dann hat man es versucht, dadurch abzuleiten. Aber es verbindet mich halt auch mit der Heimat. Jetzt ist Freitagnachmittag. Ich würde mich wahrscheinlich in Köln so langsam darauf vorbereiten. So, was gehen wir heute Abend in eine Bar? Was machen wir? Wie ist denn das auf Pellworm? Was macht man mit seinen Freunden hier, wenn man jung ist? In der Regel ist man ja gut vernetzt und irgendwo wird schon was gehen. Also Die Frage ist, was geht dann? ja, das wird entweder in eine Werkstatt eingekehrt und da wird noch ein Bierchen getrunken oder wir treffen uns in der Landjugend. Also wir haben hier einen Landjugendraum und da sind dann viele Jugendliche engagiert und kann man sich dann auch zusammen treffen. Und Kennst du eigentlich alle anderen jungen Leute in deinem Alter von der Insel? ja, also man kennt sich hier schon. Also da sind dann ungefähr auf einer Fete um die 50 Leute und das ist ja und das ist dann so eine Altersspanne von 16 bis 30 Jahren. Ja. Man muss halt auch berücksichtigen, dass halt die Fähre 17:35 Uhr das letzte Mal von der Insel fährt. Ja, und dann sitzt man Ja, fest. dann ist man so das Spontane fällt dann so ein bisschen weg. So die Wahlmöglichkeiten für junge Leute, hat sich das verbessert, seitdem Sie hier jung auf der Insel waren? Oder ist das schlechter geworden? Mehr Möglichkeiten. Sie hatten mehr Möglichkeiten? Ja, wir hatten Mittwochs, Freitags und Samstags. Aber wir hatten noch mehr Masse an Ja, Menschen. bei uns waren auch noch mehr Menschen und Jugendliche. Also Jetzt wir waren zum eine Beispiel in der richtig Schule gute sind Clique. jetzt 100. Zu unserer Zeit waren es fast 300. Dass junge Leute wegziehen, das kenne ich auch aus meiner Heimat. Irgendwie kein schönes Gefühl zu wissen, dass es einsamer um einen herum wird. Wie geht Jan damit um? War so ein besonderer Moment, wenn man den Deich hochläuft. Als Kinder war immer die Challenge, wer als Erster oben ist. Ja, das kenne ich auch noch, stimmt. Das ist unser Vorland. Ach, cool. Sind diese Abgeschiedenheit, also ich meine, wenn man sich hier umdreht, man sieht halt weit und breit wirklich so keine Menschenseele, ne? Wenn ich so denke, dass das meine Perspektive für die nächsten 40, 50, 60 Jahre wäre, vielleicht schon krass. Aber du findest es gut. Ja, mein Alltag besteht ja nicht nur aus Einsamkeit, aber wenn ich mal für mich sein möchte, dann könnte ich auch hier hingehen. Ne? Also in der Regel hängen die meisten Pellwormer Kinder irgendwie auch ein Stück weit wieder an Pellworm. Also zumindest vom Kopf her. Ist vielleicht irgendwie so ein Ding, wenn man mit Nordseeluft aufgewachsen ist, irgendwie bleibt das so ein bisschen in einem drin, ne? Schon so. Ja, die Insel ist wirklich traumschön. Aber hier leben, mit so wenigen Leuten in meinem Alter, Stürmen im Hochsommer und kaum Berufsaussichten außerhalb der Landwirtschaft. Mein Plan, ich treffe am nächsten Tag auch Jans Freundeskreis. Vielleicht kann ich mir dann besser vorstellen, dass es echt cool sein kann, als junger Mensch so abgeschieden zu leben. Ich fahre jetzt zu Jans Elternhaus, denn ich bin mit ihm heute Morgen früh zur Hofarbeit verabredet. Ich will ihm dabei so ein bisschen über die Schulter schauen. Und bevor ich da ankomme, könnt ihr noch mal ein Abo dalassen. Dann verpasst ihr auch keins meiner neuen Abenteuer für Reporter. Viele Äcker rund ums Haus und in anderen Teilen der Insel gehören zum 100 Hektar großen Betrieb von Jans Familie. Damit gehört ihnen immerhin 1/37 der gesamten Insel. Guten Morgen. Na. Alles fit? Ja. Hallo, hallo. Hallo. Na? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. So wie auf Land? Sollen wir aufs Feld? Achso, ja, machen wir. Genau. Ja. Doch, also das geht noch. Das ist 3,20 Meter Arbeitsbreite. Das ist noch jetzt nicht das Größte auf dem Markt. Also ja, ist jetzt nicht allzu zu? groß. Ja, aber geht. Passt schon. Start klar. Jo. Unser erster Job heute, ein Feldmähen. Jans Schafe brauchen schließlich Heu. Kennst du die Leute, die hier links und rechts wohnen, dann noch alle? Also weißt du, Jetzt nicht jeden, also sind auch mal ein paar neue zugezogen. Aber in der Regel kann man sie schon. Mich beeindruckt, mit welcher Disziplin Jan an die Arbeit geht. Ich hatte gedacht, es ist vor allem die Schönheit der Insel, die ihn begeistert. Aber offenbar ist es vielmehr die Verantwortung für den Hof, die ihn auf der Insel hält. Das ist Benny. Benny, Ja. die nächste Aufgabe wartet auch schon. Schafherde checken. Haben die Namen bei dir? Nö, also es sei denn, es ist hat ein sehr markantes Aussehen, aber Okay. sonst würde ich sie jetzt nicht alle Namen geben. Da wäre ich überfordert. Aber ich erkenne meine Schafe schon. Also ich habe schon viele auf dem
Zettel. Also das ist ja mit 100 Schafen auch noch recht überschaubar. Ja. Na, jetzt lass das doch. Stopp! Ja, ich pack dir was auf den Boden. Aua, das war mein Fuß, verdammt. Hilf mir. Ja. Die trampeln mir schon auf die Füße rum. Bist du froh, dass du so auf dem Land und so abgeschieden groß geworden bist? Doch, absolut. Also ich finde, für mich menschlich hat das nur Vorteile gehabt. Aber ich bin eigentlich ein ganz stolzer Inselbewohner. Wie ist das eigentlich so mit Freundinnen finden und so? Ist das hier auf der Insel leicht? Gibt's hier genug Auswahl? Sehr sensibles Thema. Nee, alles gut. Ja, man kennt sich hier schon auf der Insel. Das ist natürlich, man kann jetzt nicht einfach so bei jeder beigehen oder so, sich nichts dabei überlegen. Ich denke, auf dem Festland ist das dann doch da teilweise wirklich leichter. Wahrscheinlich, ne? Ist ein bisschen unbeschwerter, denn wenn man da... Es erfährt nicht gleich die ganze Insel davon, dass man auf einer Party mit irgendwem geflirtet hat, wahrscheinlich. Ja, der Inselfunk, der ist nicht ruhig. Ist das so? Gibt's richtig so einen Inselfunk? Also so ein bisschen Gerüchteküche? Ja, doch. Ja? Aber das ist nebenbei, ne? Also wir wissen das und wir können da auch eigentlich alle schon ein bisschen mit leben, aber so Dinge gehen schon schnell um die Insel. Manchmal wird dann auch ein kleines Detail da hinzugefügt, was gar nicht mehr so wahr ist, aber das kommt mal vor. Das erinnert mich dann doch sehr an mein Aufwachsen. Und ich hatte dadurch das Gefühl, nicht sein zu können, wer ich wirklich bin. Jan geht damit ganz anders um. Ihm gibt diese enge Gemeinschaft Sicherheit. Cool. Während Jan weiter auf dem Hof arbeitet, habe ich ein bisschen Zeit nachzudenken. Und ich merke durch die Gespräche, eigentlich fehlen mir oft meine alten Freunde und mein Zuhause. Jan zeigt mir, dass man auch an so einem kleinen Ort glücklich sein kann. Unser letzter Job heute steht jetzt an, Jans Rinder besuchen. Und auch hier checkt er täglich, wie es den Tieren geht. Ja, kann man. Was wiegt so eine Kuh? Am Haken, also dann werden die ungefähr 350 Kilogramm wiegen. Gefühlt ist man hier ein bisschen anders dem Wetter ausgesetzt als vielleicht in anderen Regionen, ne? Weil man schon sehr mit dem Wetter lebt und so. Ist denn so diese ganzen Klimafragen, sind das Sachen, über die du dir viele Gedanken machst, wie das weitergeht auf Pellworm? Also ich finde, hier auf der Insel leben wir auch eigentlich quasi schon so ein bisschen das auch vor, wie man auch leben möchte. Also wir sind hier eigentlich komplett erneuerbar und unsere Lebensweisen passen sich dem schon an. Und damit haben wir eigentlich auch schon ein gutes Gewissen. Selbst wenn Jan das Thema Klimawandel sehr rational sieht, ich werde noch lernen, in seiner Generation auf der Insel ist die Sorge vor den Gefahren und der Zukunft groß. Und das hat auch einen Grund, das Meer. Ich möchte euch hier oben noch eine wichtige Sache zeigen. Jan würde ja gerne auf dieser Insel alt werden, mit Blick auf das Meer. Ist auch irgendwie eine romantische Vorstellung, aber es könnte sein, dass das nicht klappt. Ich habe mich vor dem Besuch hier ein bisschen eingelesen und tatsächlich ist Pellworm akut vom Klimawandel bedroht. Und das liegt daran, wie die Insel beschaffen ist. Wenn man mal Richtung Meer guckt und dann über den Deich rüber ins Landesinnere, dann kann man aus meiner Perspektive echt gut erkennen, dass ein Großteil von der Insel unterhalb des Meeresspiegels liegt. Und wenn jetzt der Klimawandel einsetzt und die Meeresspiegel dauerhaft ansteigen, dann könnte Pellworm irgendwann volllaufen wie eine Badewanne. Als erster Schritt sollen die Deiche erhöht werden, um die Insel zu schützen. Aber für Jan und seine Freunde ist damit die Insel noch nicht gerettet. Ihnen macht auch Sorgen, wie sich Pellworm weiterentwickelt und wie es hier endlich attraktiver für junge Menschen werden kann. Um die Insel voranzubringen, haben sie die Initiative Pellworm 2030 gegründet. Habt ihr manchmal das Gefühl, die Insel stirbt so ein bisschen aus, Schritt für Schritt? So die Verhältnisse stimmen nicht mehr so ganz teilweise dann. Dass man manchmal wird man sich dann doch mehr wünschen, dass dann da vielleicht ein Imbiss mehr ist oder ein Restaurant im Verhältnis zu den Gästen. Ja, das Problem ist halt die Zweitwohnungsbesitzer halt, die viel da sind oder auch viele ältere Leute, die halt dann so im Rentenalter hier rüberkommen und Haus kaufen und dann nicht mehr wirklich sich beteiligen. Da sehe ich halt das Problem, dass man diesen Wohnraum eher für junge Familien da lassen sollte, die wirklich hier rüberziehen wollen. Ich sag mal, die haben schon 1, 2 Kinder oder was. Das ist eher eine Bereicherung für so eine Insel. Und überhaupt, Wohnraum auf der Insel, das ist teils unbezahlbar geworden. Die jungen Menschen von der Insel wie Jan können sich so hohe Preise kaum leisten. Man hört schon, dass euch allen die Insel echt sehr am Herzen liegt. Dass ihr engagiert euch ja schon sehr dafür, dass eure Heimat irgendwie... Naja, ihr könnt ja sehen, es ist ja ein einzigartiger Ort. Schön gesagt. Was ist das, was euch so fasziniert an dieser Insel und warum möchtet ihr unbedingt hier alt werden? Man sagt immer so, die Möglichkeiten sind so begrenzt auf Pellworm und so, aber trotzdem
hat man hier so viel Freiheit gleichzeitig. Also irgendwie ist man sehr begrenzt, aber trotzdem hat man so viele Möglichkeiten irgendwie doch. Ich sehe das voll, was du sagst. Ich verstehe das auch, glaube ich, aber für mich ich werte das genau gegenteilig. Dass das so einsam ist, ist für mich eigentlich so, ich fühle mich begrenzt und denke mir so, wo sind denn die Menschen, mit denen ich austauschen kann? Aber andererseits auch, dass einfach, wenn du abends dann mal eine Radtour machst über die Insel, ich sag mal, ja, siehst du 1, 2 Leute schnacken, die kennst du, hältst an, kleinen Klönschnack, gibt es noch ein Bier, wenn du willst. Ja, aber so, du bist halt einfach fast überall willkommen. Ich denke da sofort dran an so Sommerabende am Deich, Freunde treffen, jeder nimmt was mit und dann sitzt man da bei einem Sonnenuntergang oder so. Das hat man schon mit 10 Jahren irgendwie so gefühlt gemacht, am Deich gehen mit Freunden und das macht man immer noch. Eins wird mir so klar. Das Schönste an Pervorm ist für alle hier die Gemeinschaft. Wenn ich so mit meiner Oma rede, dann hatte sie einfach eine Freundin, die Oma ist von meiner besten Freundin. Man kann sich das hier einfach nicht leisten, sich asozial zu verhalten. Man ist gezwungen, sich höflich mit anderen zu unterhalten und nett zueinander zu sein. Ja. Also es ist schon eine Gesellschaft, die sehr gut zusammenhält hier. Und Ja, man könnte das ja auch irgendwie als einengend wahrnehmen, ne? Dass man halt nicht mal über die Stränge schlagen kann oder mit irgendwem rumknutschen kann und danach nicht redet, nicht die ganze Insel. Geht schon, okay. Aber es ist ja schon, dann weiß das halt jeder. Ihr erzählt mir jetzt, ihr findet es halt toll, aber ich kann mir auch vorstellen, man kann ja auch groß werden und sagen, nee, das war es echt gar nicht. Entweder man kommt jedes Wochenende nach Hause, so diese eine Gruppe von Menschen, und dann gibt es diese Pervormer, die dann gleich ein bisschen weiter wegziehen und dann zu Weihnachten nach Hause kommen, zu Ostern. So, ne? Also, und es ist immer dieses eine oder das andere. Gibt es irgendeine Chance, dass du vielleicht doch nicht zurückkommst auf die Insel und sagst, nee, vielleicht bleibe ich doch da? Irgendwas im Kopf, wo du sagst, ach nee, eigentlich reizt es mich doch da zu sein? Ja, ganz schön viel Geld, aber nee, eigentlich, ich sehe meine Zukunft schon hier auf der Insel und da hänge ich auch echt dran. Ich habe schon die Frau gefragt, ob sie auf Südfall wohnen oder so. Ich habe gestern Abend so verstanden, dass Jan und ich gar nicht so unterschiedlich sind, wenn es darum geht, warum wir gerne an den Orten leben, an denen wir leben. Sei es die Großstadt oder eben diese kleine einsame Insel in der Nordsee. Und zwar, das sind die Menschen, mit denen wir da leben, unsere Freunde. Und bei Jan hat das halt super funktioniert, dass er sich auf der Insel wohlfühlt. Bei mir damals eben nicht so. Deswegen verbinde ich vielleicht nicht nur Positives mit meiner Heimat. Aber Jan hat mit seiner Liebe zu seinem Zuhause in mir auch mal den Wunsch ausgelöst und ein bisschen Sehnsucht geweckt, meine Heimat wiederzusehen. Wie denkt ihr darüber? Lebt ihr am liebsten so wie ich in der Großstadt oder wollt ihr am liebsten so weit es geht weg davon, so wie Jan? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Euch sind Fragen rund ums Aufwachsen wichtig, dann abonniert hier unseren Kanal. Wir machen immer wieder Filme aus unterschiedlichen Perspektiven dazu. Dafür aber ganz wichtig, um nichts zu verpassen, Glocke aktivieren. Und auch mich begleitet das Thema Aufwachsen bei Reporter immer wieder. Auch wie es ist, in bitterer Armut aufzuwachsen. Mitte des Monats wissen wir nicht mehr, wohin mit uns. Ohne die Tafel hätten wir kein Essen mehr zu Hause. Das Thema Geld ist das Thema schlechthin. Die Leute, die mehr Geld verdienen, sind automatisch wichtiger. Die aktuellen Daten sprechen eher auch dafür, dass diese Chancengleichheit eigentlich eher eine Illusion ist. Wie hart es ist, sich da wieder rauszukämpfen, habe ich mir in diesem Video hier angesehen. Und in diesem Video hier hat Rob sich angeguckt, wie das Landleben funktioniert. Neues von mir kommt dann ganz bald.